Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit dir, mit euch zusammen zu sein, diesen Moment zu entfalten und ihn in seiner Entfaltung zu erlauben. Wir freuen uns, in diesem sprudelnden Quell des Lebens euch zu erinnern an das, was ihr seid, was wir sind, durch euch hindurch, ihr durch uns hindurch. Wir erinnern euch. Wir erinnern uns, denn alles ist eins. In diesem uns erinnern sprechen wir das, was in der Tiefe in dir ruht, in uns ruht. Es ist aus dir heraus, nicht von außen hinein. Wir sind aus dir heraus. So möchten wir zunächst einmal Bezug nehmen auf die Grundfrequenz des Lebens, den Grundton des Lebens. Das, was ihr mit Leben bespielt, mit eurem Sein bespielt, hat immer eine Grundlage. Es hat immer euer Sein zur Grundlage. Je tiefer ihr dies fühlt, desto mehr freut ihr euch über dieses Sein, macht es sichtbar. Lasst hinter all den Facetten, hinter all den Vorhängen, hinter all den Rollen dieses euer Sein sichtbar sein. Lasst all diese Facetten, die Vorhänge, die Schichten hier und da durchblicken, durchsichtig sein, durchblickig sein. Ihr erlaubt mehr und mehr, euch selbst in der Tiefe zu fühlen, zu ergründen, zu kennen, zu erkennen, zu leben, zu erlauben. Ihr erlaubt mehr und mehr, auch hier und da, euch selbst durchscheinen zu lassen. Hindurchscheinen zu lassen durch die gelernten, geübten Verhaltensmuster, Rollen, das gelernte, geübte Leben, auf das ihr euch so wohlwollend eingelassen habt, mit dem ihr hier und da doch auch so gerne mal hadert, das euch hier als Segen, dort als Fluch erscheint, das hier festhaltenswert, bleibenswert und dort abwerfenswert, nicht wählenswert erscheint. Mehr und mehr erlaubt ihr euch, euch selbst zu blicken, euch selbst zu schauen, nicht nur durchscheinen zu lassen, sondern die Schichten aufzulösen, die Schichten nicht für wichtig zu nehmen. Diese Auflösung der Schichten ist kein Abwählen, kein Herunterreißen der Tapete eures Seins, der Verkleidung eures Seins. Es ist ein das darunter zum Vorschein bringen. Es ist die Tapete in ihrer Wichtigkeit nicht mehr so wichtig zu nehmen. Sie nach und nach einfach sein zu lassen, den Fokus von ihr abzuwenden, tiefer zu senken auf das, was dahinter ist, auf euer Sein. Je mehr ihr selbst euren Fokus auf euer Sein richtet, desto mehr fühlt ihr, was diese Substanz von euch wählt, was sie will und natürlicherweise bejaht. Ihr fühlt mehr und mehr eure Substanz, fokussiert euch mehr und mehr auf eure Substanz, gebt mehr und mehr der Substanz die Relevanz. Die Tapete also wird weniger bedient. Und so ist für diejenigen, die sich im Raum, eurem Feld befinden, die Tapete auch nicht mehr so dominant.
nicht mehr so relevant. Es geht hier nicht darum, die Menschen, die sich in euren Feldern befinden, denen ihr Raum gebt in eurem Leben, in eurem Alltag, in eurem Sein, in ihrem Fokus zu lenken. Es geht darum, euch selbst auf das zu besinnen, was ihr seid. Euch nicht der Tapete zu entledigen, nicht eine Renovierung anzustreben, um den Menschen zu signalisieren, ich bin das, was dahinter liegt. Nein, ihr könnt annehmen, eure Substanz zu sein, bei all dem Glimmer, Glitter und Schein. Ihr könnt annehmen, dass für manchen dieses, wie es scheint, die Tapete, die Vorhänge, das Licht, das auf diese oder jene Weise gewählt ist, den Raum zu erhellen, die Dekoration viel wichtiger sind, als das dahinter scheinbar nur als einziges existent, vollkommen ohne zu fragen, was liegt dahinter. Ihr könnt annehmen, dass für manchen die Realität das direkt unmittelbar Sichtbare, das direkt unmittelbar Erlebbare, die Rollen sind, die du spielst. Ihr könnt annehmen, dass eure Rollen für den manchen realitätsschaffend sind und für andere eine wohlwollende Dekoration, die einem gefallen kann oder nicht ganz so, wie es einem gefällt, ganz nach dem eigenen Geschmack, ganz einfach so. Den einen Tag wohlwollend, angenehm, wohlig, den Menschen sich in deinem Feld wohlfühlen lassend, den anderen Tag abstoßend, nicht nach dessen Geschmack. Ihr könnt annehmen, dass eure Rollen, eure Tapete, euer Schein, euer Sein ausgedrückt in Materie, mal so auf den Rezipienten, die Figuren, wie man sagen könnte, in eurem Leben wirken. Ihr könnt annehmen und fühlt so nicht mehr den Drang zu beeinflussen, ob jemand hinter die Fassade schaut, die Essenz erkennt, fühlt, annimmt und liebt oder die Oberfläche betrachtet und dabei das dahinter vollkommen nicht auf dem Schirm hat. Ihr könnt annehmen und zugleich sein lassen. Wir sagen also, dass es nicht darauf ankommt, eure Essenz zu zeigen, vorzuführen, die Tapete herabzunehmen, um allen zu sagen, schau her, dies ist meine Essenz, kannst du sie sehen, kannst du sie wahrnehmen, siehst du nicht, dass ich nicht die Rollen bin, die ich spiele, siehst du nicht, dass ich nicht der Mensch bin, in den ich hineinfokussiere, siehst du nicht, was ich wirklich bin? Eure Wahl. Jetzt und hier in der Realität, auf der Erde als Mensch zu sein, ist die Wahl, den menschlichen Ausdruck ebenso sehr zu lieben wie die göttliche Essenz und zugleich nicht zu werten, nicht den Ausdruck, nicht die Form, nicht den Vorhang, nicht die Tapete, nicht die Essenz. Zu wissen, dass die Essenz immer eins ist, immer Liebe ist, immer ihr selbst seid in jedem, durch alles hindurch, durch jeden hindurch. Zu erkennen, dass selbst der Betrachter, der nur die Tapete sieht, doch Essenz ist, die gleiche Essenz, die du bist. Im Erkennen deiner Essenz und der Vollkommenheit deiner Essenz. Im Erkennen, dass deine Essenz niemals marode ist, niemals auf irgendeine Weise nicht genug, nicht gut genug, nicht standhaft, nicht haltbar genug. Im Erkennen, dass deine Essenz vollkommen ist,
immer vollkommen war, immer vollkommen sein wird, erkennst du, dass diese Essenz genauso auch durch jedes Gegenüber, alles, was dir im Leben begegnet, alles, was ist, vollkommen ist. Dass es nichts gibt, das in der Essenz marode ist, das in seiner Essenz fragwürdig ist. Und so kannst du all dein Hinterfragen, all dein Zweifeln sein lassen, weil du weißt, dass hinter dem Fragwürdigen, hinter der Tapete, stets und ständig die Essenz ruht. Selbst in der Tapete die Essenz ruht. Du brauchst nicht zu hinterfragen, denn du weißt, was dahinter liegt, die Essenz. Anstatt also zu hinterfragen, kannst du die Essenz fühlen und fühlst dich geerdet, fühlst dich göttlich, fühlst dich vollkommen, fühlst dich sicher, standhaft, undurchdringbar und doch vollkommen durchlässig, fühlst dich in der Essenz durch alles hindurch, fühlst zu sein. Wir regen dich also an, nicht zu hinterfragen und stattdessen zu fühlen, deine Essenz zu fühlen, deinen Grundton zu fühlen, dich zu fühlen durch alles hindurch. Wir sagen nicht, dass du dies erzwingen musst, wenn es dir nicht gelingt, wenn die Facetten stärker sind als das dahinterliegende. Wir sagen dir, es genügt zu wissen, ob du es fühlen kannst oder nicht. Es zu wissen bedeutet, es tief in dir zu fühlen, selbst wenn andere Gefühle darüber liegen, selbst wenn du gerade mehr die Tapete siehst, die dir zeigen wollte, welche Ausdrucksmöglichkeiten möglich sind, was noch alles erfahrbar ist. Du kannst dann die Tapete mehr denn je genießen, kannst mehr und mehr denn je dich einlassen auf das, was an unterschiedlichen Ausdrucksformen dir gegeben ist, durch dich, durch andere, durch dein Feld, durch das, wovon du überrascht, überwältigt wirst. Du kannst dich darauf einlassen, diese Erfahrungen zu machen, denn du weißt, sie stellen nicht in Frage, was dahinter ruht, was darin ruht, was darunter ruht, was die Frequenz ist, die zugrunde liegt, die überhaupt erst das erlaubt. Sie stellen nicht in Frage und so stellst du nicht in Frage, du fühlst zu sein, selbst wenn du erlebst, die Tapete zu erleben, die Erfahrungen zu machen, die Rollen zu spielen und gespielt zu sehen, Erfahrungen, die du denkst nicht wählen zu würden, Erfahrungen, die nicht erscheinen, als würden sie in dein Leben hineinpassen. Du erlaubst dir dies, erlaubst, ohne in Frage zu sehen, in Frage gestellt zu fühlen, in Frage zu stellen, ohne auf irgendeine Weise die Essenz, das zugrunde liegende zu vergessen. Dieses Parallelexistieren ist deine Verwirklichung vom Sein auf Erden, deine Selbsterkenntnis im Sein auf Erden in der menschlichen Form. Du erkennst dich selbst in allem,
und erkennst selbst dann, was du bist und alles ist, wenn du es nicht wahrnehmen kannst. Somit ist dein Wissen, welches oft als tiefes Vertrauen bezeichnet wird, viel, viel, viel realer als alles, was sich ausdrückt. Es gibt also nichts zu tun, um besonders Essenz zu sein, um besonders das, was hinter der Tapete liegt, deine Essenz zum Ausdruck zu bringen. Wenn dir das ganz bewusst, ganz klar, ganz fühlbar ist, dann fällt es dir leichter zu lauschen. Du kommst von dem Drang zu tun in das Erlauben des Seins. Das Erlauben des Seins ist oft ein Innehalten, ein Innehalten, ein in sich den Raum halten, den Raum der Essenz, ihn nicht zuballern mit allzu vielen Gedanken, Emotionen und Dingen, Geschichten, ihn offen halten, ihn öffnen, ihn sein lassen. Er ist immer da, dieser Raum in dir, in deinem Herzen, deinem Herzzentrum in Brustmitte, deinem Seelennest. Er ist immer da. Ganz gleich, ob du dort Dinge abstellst, verborgen hältst oder ihn genießt in seiner Öffnung, seinem Sein. Das Innehalten also, das diesen Raum als deinen Raum beanspruchen, das dich in diesen Raum setzen und lauschen, das lässt dich fühlen, was du wirklich bist. Das erlaubt dir, die Impulse zu spüren, die daraus folgen. Und nein, du wirst nicht ein Leben lang den Rest deines Lebens damit zubringen, zu sitzen, zu lauschen und in diesem Raum zu sein, einfach nur zu sein, ohne etwas zu tun. In deinem Innehalten ist deine Wahrnehmung wieder bei dir. In dem Moment, in dem deine Wahrnehmung bei dir ist, nimmst du aus der Essenz heraus wahr, nicht aus den Eindrücken der Tapete, der Dekoration heraus. Aus der Essenz heraus wahrnehmen bedeutet, die Impulse zu bekommen, die deiner Essenz entsprechen, deiner Vollkommenheit, deinem göttlichen Sein, deinem göttlich Sein, deinem Liebe Sein. Dies erlaubt dir, den nächsten Schritt zu fühlen und ihn zu gehen, noch bevor du irgendetwas angegangen bist, angegangen hast. Erlaubt dir, dich geführt zu fühlen, ohne entscheiden zu müssen, tue ich dies, wozu ich die Anregung bekommen habe, oder tue ich es nicht? Nützt es jemandem anderem oder nützt es dem anderen nicht, anderen nicht? Du bist in deinem Essenzsein, in deinem Innehalten
in dem vollen Gewahrsein von der Harmonie, derer du Teil bist. Und so stellt sich dir nicht die Frage, ist das, was ich fühle, das, wozu ich angeregt bin, wozu der innere Impuls kommt, auf welche Weise auch immer, richtig, dienlich, gut. Du brauchst nicht mehr zu überprüfen, denn du befindest dich im von allem bereits überprüften, um diese Worte zu verwenden, sein. Die Harmonie ist bereits vollkommen. Sie ist bereits überprüft, nicht auf eine Weise, dass sie kontrolliert ist, auf eine Weise, dass sie aus der Vollkommenheit heraus sich ergibt und in die Vollkommenheit einlädt. Sie führt nicht in die Vollkommenheit, sie ist die Vollkommenheit. Erlaubst du dir also Teil der Harmonie zu sein, fühlst du, dass alles, was sich dir öffnet, der kleine Impuls, der so unhörbare und doch daseinende Impuls Teil der Harmonie ist, kannst du ihm folgen, ohne die Folgen zu beachten, ohne die Folgen zu betrachten, ohne in Betracht zu ziehen, was es für Folgen für die anderen, den anderen, dich selbst, die Welt hat. Du magst jetzt sagen, Moment, Moment, ich will Frieden, also natürlich werde ich immer in Betracht ziehen, ob dies zum Frieden führt. Ich will eine harmonische Welt, also werde ich immer überprüfen, ob dies eine harmonische Welt herbeifügt, führt oder zu einer harmonischen Welt beiträgt. Wir sagen, ganz gleich, was du dir auf die Fahnen geschrieben hast, die Fahnen sind die Tapete, deine Essenz weiß, dass sie Frieden ist, deine Essenz weiß, dass sie Harmonie ist, deine Essenz weiß, dass sie vollkommene Vollkommenheit ist. Und sie weiß, dass aus ihr heraus sich ausdrückt, was sie ist, Frieden, Harmonie, vollkommene Vollkommenheit. Alles ist aus sich heraus Liebe. Die Frequenz der Liebe wird erlaubt, indem nicht mehr versucht wird zu kontrollieren, nicht mehr versucht wird, das Ergebnis herbeizuführen, nicht mehr versucht wird, ein Ergebnis von dem Seinszustand, dem Jetzt, dem Hier zu trennen. Jetzt und hier ist alles in Vollkommenheit. Lässt du dich darauf ein, wandelt sich deine Realität in die Wahrnehmung dieser Vollkommenheit. Nun magst du sagen, was ich erlebe, ist häufig alles andere als Vollkommenheit. Wir sagen, Vollkommenheit beinhaltet alles. Es gibt also nichts anderes als Vollkommenheit. Integrierst du dieses alles andere gefühlt als vollkommen sein, so vervollkommnet sich dein Erlauben des Vollkommenen. Lass es sein. Erlaube diesem Ausdruck zu sein und wähle deinen Raum im Innern. Wähle dein Sein. Aus diesem deinen Sein heraus, aus diesem deinen Fokus wieder ganz in dich versenken, öffnen sich hier und da wieder die kleinen
zarten, kaum hörbaren, kaum spürbaren, kaum sichtbaren Impulse, die dich doch ganz klar führen. Gib diesen Impulsen den Raum. Bündle deine Kraft in diesem natürlichen Fluss, diesem natürlichen Folgen dieser Impulse. Und du wirst sehen, alles darf sein, ohne von dir gewertet zu sein. Deine Reaktionen darauf dürfen sein, ohne von dir gewollt oder nicht gewollt zu sein. Du darfst sein, mit deiner Tapete, in deinem Ausdruck, in dem Facettenreichtum deines Ausdrucks, in deiner Regenbogenpracht. Nichts von alledem beeinträchtigt, beeinflusst oder ändert dein Sein. Und alles von dem erlaubt dir schlussendlich doch, wieder die Essenz zu fühlen. Wenn du fühlst, ganz und gar fern von dir zu sein, gar nicht mehr in diese Stille kommen zu können aufgrund der Umstände, gar nicht mehr zur Ruhe zu kommen aufgrund der Rastlosigkeit, gar nicht mehr die Erholung für den Körper zu bekommen, die notwendig wäre, um das zu fühlen, was in subtileren Ebenen ist. Wenn du dies wahrnimmst, so folge einfach den Impulsen deines Körpers. Dein Körper ist intelligent. Wenn er sagt, ich halte dies nicht aus, ich halte es nicht mehr aus und möchte es nicht mehr aushalten, so nimm dies als klare Botschaft, als starken Hinweis. Versuche nicht, ihn zu überzeugen. Versuche nicht von innen her dein Außen zu überzeugen, dass es das aushalten kann, aushalten muss. Erlaube deinem Körper von außen nach innen her die Botschaft zu übermitteln, die damit einhergeht. Erlaube deinem Körper eine Richtung vorzuschlagen und fühle in diese Richtung hinein, ob sie eine Richtung der Flucht ist, eine Richtung, die in die Flammen rennt, in das Licht und dabei verbrennt, oder eine Richtung, die dich in die Harmonie bringt, die dich löst von der Tapete, die dich befreit von den gar zu starken Ausdrücken, nicht im Widerstand, nicht in der Flucht, nein, im Annehmen des Weges, der sich dir zeigt. Überprüfe die Instinkte deines Körpers auf eine Weise, dass du die Richtung verfolgst, innerlich, dass du die Richtung deines Körpers innerlich gehst, zunächst einmal auf subtiler Ebene, um zu fühlen, wohin sie dich trägt. Du weißt, das physische Beschreiten von Wegen, das tatsächliche mit deinem Körper etwas tun, kann auf innerer Ebene erlebt werden. Ihr sagt durchgespielt werden. Wir sagen realisiert werden und damit vollkommen sein oder damit dir diesen Weg als einen zu eröffnen, der dir auch auf physischer Ebene Erleichterung verschafft. Um also für dich Klarheit zu bekommen, ob die groben großen Impulse, die sich anbietenden Entscheidungen tatsächlich führend, essenzführend sind
Und wir sagen bewusst hier nicht zielführend, wie ihr, wie du bereits gemerkt hast, ob diese Essenz fühlend, Essenz führend sind, findest du heraus, indem du sie auf innerer Ebene gehst, dich auf innerer Ebene, auf Frequenz-Essenz-Ebene auf sie einlässt und fühlst, ob du Erleichterung verspürst oder sich das Zahnrad nur weiter dreht, verdichtet, verengt und dich zu neuen Zwangshandlungen bringt. Schwierige Entscheidungen können also gelöst werden, indem du dich innerlich auf eine einlässt, eine Weggabelung wählst. Hier kommt es nicht darauf an, welche, denn du weißt, du kannst sie alle durchspielen, durchfühlen. Du nimmst einfach die erstbeste, du hast nichts zu verlieren. Du fühlst sie durch und nimmst wahr, ob sich dir daraus Erleichterung, Sein, Entfaltung bietet. Nicht auf rationaler Ebene, auf Frequenzebene, auf Essenzebene. Und du magst die nächste durchspielen. Und du merkst, du kommst dadurch hinein in dein Fühlen. Der Verlust des Fühlens drängt dich in kopfloses oder zu verkopftes Handeln. Dein Fühlen versenkt dich in die Essenz und in deiner Versunkenheit in dir selbst verliert die Tapete an Bedeutung und gewinnt dein Vollkommensein an Richtungsweisung, an dir die Richtung weisen, hörbar, fühlbar, wahrnehmbar. Wir möchten hier hinzufügen, dass Harmonie immer alles betrifft. Harmonie ist nicht einseitig, kann nicht einseitig sein, wenn du dich aus der Harmonie heraus auf etwas einlässt, wenn du eine Entscheidung, wir sagen eine Wahl triffst, die in Harmonie ist mit der Essenz, deiner Essenz, der Essenz, die alles ist und durch alles hindurchfließt. In dem Moment, in dem deine Wahl in Harmonie ist sie mit allem in Harmonie, mit aller Essenz in Harmonie, sicherlich nicht mit jedem Ausdruck dieser Essenz, mit jeder Tapete, jedem so scheinen wollen und doch mit der Essenz in Harmonie, mit jeder Essenz, denn die Essenz ist eins, mit der Liebe-Frequenz in Harmonie, denn die Liebe-Frequenz durchfließt alles. Die tiefgehendste Entscheidungsstrategie also ist, sich zu lösen von der Vorstellung, dass es verschiedene Wege gibt, die an verschiedene Ziele führen. Das Entscheiden löst sich auf in ein Wählen. Du magst dies wählen, doch wo es dich hinführt, ist immer dasselbe. Selbst der Untergrund, auf dem du gehst, auf diesem Weg, den du gewählt hast, ist derselbe. Selbst das, was du bist auf diesem Weg und was dir begegnet, ist dasselbe. Essenz, Liebe, Frequenz. Der Ausdruck mag leicht variieren, die Farben mögen verschiedene sein.
Das jedoch, was du wählst, ist immer dasselbe. So sagen wir, trau dich zu wählen, was dir gut tut. Trau dich zu fühlen, was dir gut tut, denn so kannst du leichter wählen, was dir gut tut. Trau dich, deinen Fokus bei dir ruhen zu lassen und zu wissen, dass all das, was dir und den anderen dadurch zugemutet wird, Teil der Harmonie ist. Wenn du denkst, du kannst diese Entscheidung nicht einem anderen zumuten, kannst diese Wahl, die du treffen willst, nicht dem anderen zumuten, so mutest du dir selbst diese Wahl nicht zu. Du willst nicht, dass du dich in dieser anderen Form wandelst oder zum Wandel angeregt wirst. Du unterschätzt dich, unterbeleuchtest dich. Du nimmst dein Gegenüber als Fassade, als Tapete, nicht als Essenz. Wir sagen, indem du Essenz für dich wählst, öffnest du diese Möglichkeit auch deinem Gegenüber. Es ist nicht deine Verantwortung, welche Wahl dein Gegenüber trifft. Ob dein Gegenüber an seiner Tapete und die sich möglicherweise dadurch ändernde seine Tapete festhält. Oder ob dein Gegenüber dadurch seine eigene Essenz erkennt und wählt. Sich an seine eigene Essenz erinnert, sich für seine eigene Essenz entscheidet. Oder vielleicht gar all die ganze Zeit lang längst immer seine Essenz wusste, in seiner Essenz war und nur du geblendet warst durch die Tapete und all die Ausdrucksformen, mit denen dein Gegenüber gespielt hat. Harmonie erfüllt sich selbst und so ist jede Handlung aus der Harmonie heraus und in die Harmonie hineinführend eine Handlung, die Harmonie zur Folge hat. Indem du diesem vertraust, ist deine Wahl nicht mehr eine, bei der du beachten musst. Ist deine Wahl eine, in der du in dir ruhen kannst, aus dir selbst schöpfst, aus deiner Essenz und weißt, dass alles, was sich aus deiner Wahl ergibt, in vollkommener kosmischer Harmonie, in vollkommener göttlichen Führung ist und immer zum Höchsten, zum Besten aller geschieht. Alles, was ich in meinem Ausdruck erlaube, ist zum höchsten Wohl aller. Alles, was ich bin, ist Liebe. Jeder Ausdruck, den ich wähle, transportiert Liebe, wirkt Liebe, aktiviert Liebe und lässt Liebe fühlbar sein. So oder anders mag es in dir sich hineinsenken, die Weisheit, die aus dir herauskommt, das Wissen, das fühlbar, wählbar ist. Wir lieben dich. Wir sind, was du bist. Du bist, was wir sind. Eins, Essenz, Liebe, Frequenz. Und damit sind wir für jetzt und hier vollkommen.